Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal ist es etwas länger, da ich euch wirklich in der gesamten Länge das eine Projekt zeigen möchte ohne Unterbrechung. Wir bauen eine Kristallkette mit einem kleinen Auslass, wo ein Ballonlicht eingesetzt werden kann oder wo ihr auch eure Lichterkette einbauen könnt. Wir beginnen damit, das Warblers Crystal Art zu erhitzen. Diesen kleinen Schlauch nehme ich, damit ich das Ballonlicht einfach einsetzen kann, ohne dann noch einen Kanal bohren zu müssen. Das mit Vaseline ein bisschen einschmieren, damit das am Material nicht kleben bleibt und ihr das dann nachher wieder ohne Probleme rausbekommt. Wie ihr seht, wickle ich einfach das Warblers Crystal Art um den Schlauch drumherum, ein bisschen am Rand, weil ich möchte ja, dass der Kristall auf der Vorderseite möglichst undurchlässig ist, beziehungsweise dass man den Kanal und das Licht am Ende nicht sieht. Dann wird das Warblers Pearly Art, ihr könnt allerdings auch Black Art nehmen oder Finest Art, egal, erhitzt und ich bastel daraus quasi einen Wurzelschlauch, mehr oder minder. Diesen Schlauch wickle ich jetzt um das noch ein bisschen warme Crystal Art. Ich möchte nämlich, dass beide Materialien noch ein bisschen ineinander fließen. Das könnt ihr allerdings auch machen, wenn der Kristall schon erkaltet ist. Das ist reine Geschmackssache, wie ihr gerne euren Kristall gestalten wollt. Ja? Und jetzt ritze ich ein bisschen die Baumstruktur schon mit dem Modellierwerkzeug in das Pearly Art, damit ich das später einfach nur noch ein bisschen mit einem Lötkolben oder einem Handschleifgerät nacharbeiten muss. So kriegen wir auf jeden Fall schöne Strukturen. Ich finde an dieser Stelle diese Perlen ganz schön. Wenn ihr möchtet, dass durch Glasperlen Licht scheint, achtet darauf, dass an der Stelle, wo die Kugel aufsitzt, kein Pearly Art ist, sondern das Crystal Art durchscheint. Zur Stabilisierung mache ich einfach noch ein bisschen Pearly Art drumherum, wie eine Art Fassung, und modelliere das alles sehr schön ein. Jetzt kommt der Auftritt des Lötkolbens. Den lasse ich ordentlich erhitzen vorher, also heiß werden. Und dann gehe ich einfach nochmal schön die Linien entlang, die ich ja vormodelliert habe. Das ist natürlich kein Pflichtschritt, aber ich finde es schön, wenn man die Stellen nochmal etwas vertiefen kann, damit die Farbe nachher schön abgebildet wird. Und natürlich kann man jetzt auch einzelne Stellen am Kristall noch nachmodellieren, die vielleicht durch die Hitze noch ein bisschen abgesackt sind, einfach um den Kristall noch kristalliger zu gestalten. Das könnt ihr allerdings dann auch mit dem Schleifgerät machen. Hier seht ihr ganz schön, wie ich mit dem Handschleifgerät noch die Kanten des Kristalls herausarbeite. Entschuldigt bitte, wenn die Kamera ein bisschen tief sitzt. Ich arbeite gern an der Tischkante und vergesse dann immer, dass ich eigentlich meinen Arbeitsplatz filme. Aber ihr werdet es sicher gleich ganz gut sehen.
Genau, einfach wie es euch passt, wie es schön für euch aussieht. Das ist immer die Hauptsache. Es gibt da gar keine Regeln. So, wie ihr seht, habe ich mich hier für braune Farbe entschieden. Ihr könnt natürlich auch grün nehmen oder schwarz. Bei schwarz hätte sich vielleicht auch geeignet, Warblers Black Art zu benutzen, weil durch den Kristall schimmert ja immer ein bisschen Farbe durch. Einfach ein bisschen mitdenken, dann kommt ihr schon darauf. Auch hätte man sicherlich hier Warblers Finest Art benutzen können. Da ich aber die Perlen mit einem schönen hellen Ton, Unterton quasi versehen wollte, habe ich das Pearly Art genommen. Das hängt immer alles ein bisschen davon ab, wie ihr euch das Gesamtkonzept vorstellt. Auf jeden Fall nehmt ihr jetzt einen dunkleren Braunton oder den dunkelsten, Verzeihung, Braunton, den ihr benutzen wollt, weil der ist ganz in den Rillen und arbeitet euch dann immer heller vorwärts mit Trockenbürsten. Das werdet ihr gleich sehen. From Colombian beans, yeah, she drives goodbye with her kid backseat, moving fuel chewed from the desert heat. I sit alone with my fragile bones, got my crackberry malls and my Twitter drones. Bleeding eyes, multiplayer moans, got my YouPorn love, feeling Facebook stone. Who's got the power when we follow the noise? Drugs of choice. We love drugs of choice. When we follow the toys, it's all drugs of choice. Zum Abschluss nehme ich jetzt ein bisschen Nagellackentferner und einen Q-Tip und entferne die Farbe, die mir jetzt auf den Kristall und auf die Perlen gekommen ist. Ihr könnt das natürlich auch alles abkleben. In dem Fall habe ich relativ sauber gearbeitet und wusste das auch, einfach mit feinen Pinseln. Von daher ist jetzt nicht so viel zu tun. Und so schruppe ich dann einfach die einzelnen Stellen sauber. Das ist gar kein Problem. Who's got the power when we follow the toys? Drugs of choice. We love to buy drugs of choice, to use our drugs of choice. Takes a drink like a Gladwell blink and suddenly face. Jetzt fehlt natürlich noch ein schönes Band. Ich nehme gerne Lederbänder bei solchen natürlichen Sachen. Ihr seht vielleicht, ich habe auf die Rückseite auch noch ein Stück Filz geklebt. Das ist gar kein Muss, aber ich finde es dann angenehm, das zu tragen, wenn da ein bisschen Stoff dazwischen ist. Ansonsten lasst ihr das einfach weg. Es kann sein, dass ihr die Löcher für das Lederband oder für eure Aufhängung ein bisschen größer machen müsst. Da braucht ihr dann vielleicht ein bisschen Geduld. Das Durchfädeln ist nicht immer ganz so leicht, aber einfach ein bisschen durchstochern oder das Loch einfach groß genug machen von Anfang an und dann klappt das auch. Everything's possible in her time. Oh man, I wanna fall back into life. Don't fall, don't crawl, just rock and roll and choose your few. 'Cause the drugs I use feed my fuse. Let's replace the waste with waste that's food. Zum Schluss kaschiere ich jetzt einfach noch ein paar Stellen, die mir noch nicht so gut gefallen. Auch genau, wo das Band eingefädelt wurde, kann es sein, dass sich noch ein bisschen Farbe gelöst hat oder noch gar keine Farbe war. Das könnt ihr jetzt alles noch gut machen, auch wenn ihr dann eine Versiegelung auftragen möchtet, was nicht unbedingt nötig ist, aber ich mag manchmal Glanzversiegelungen. Dann macht am besten jetzt alles fertig, das ist wie bei Make-up. Am besten erst alles richtig schminken und dann versiegeln.
Genau, und so sieht die fertige Kette dann aus. It's all drugs